Manchmal ist die Welt gegen einen und das ist jetzt genau im Falle Enrique passiert, denn dieser Kaffee ist immer noch auf dem Schiff. Viel zu lange, der hätte Mitte August hier sein sollen, jetzt wird es aber Mitte Januar. Ja, und das führt dazu, dass wir euch natürlich empfehlen wollen, welche alternativen Kaffees aus unserem Sortiment geschmacklich oder inhaltlich, projekttechnisch den Henrique ersetzen können. Und das machen wir jetzt. So ein Kaffee hat natürlich Geschmack, also manche von euch suchen vor allem erstmal den Geschmack, aber er hat auch Geschichten und Inhalt zu vermitteln und zu bieten. Und gerade dieser Kaffee, der ja auch noch ein Siegel trägt, der bio ist und biodynamisch und so weiter. Deshalb ist es nicht nur eine Frage, wie schmeckt jetzt eine Alternative, sondern auch, was bringt sie mit. Und deswegen haben wir auch 3 Kaffees mitgebracht, 3 verschiedene, nämlich einmal Flor aus Honduras, der eben auch biodynamisch und Demeter zertifiziert ist. Dann Appas aus Brasilien, wie dieser Kaffee, ihr merkt schon, ne? Ähnlich, verwandt. Und Toca, ein Projekt, mit dem wir sehr inhaltlich zusammenarbeiten. Kannst du noch ein bisschen mehr zu diesen 3 Kaffees sagen? Aber auf jeden Fall. Also, Flor wäre genauso eine Alternative für euch, wenn ihr das Demeter-Siegel sucht. Wenn euch also biodynamische Produktion am Herzen liegt, dann empfehlen wir euch diesen Kaffee aus Honduras von Flor. Ja, ist wirklich so und die war kürzlich auch wieder bei uns und du warst schon auch ein paar Mal da. Ein paar Mal da und wir arbeiten ja schon lange mit ihnen zusammen. Das ist ein ganz tolles Projekt. Das ist ein Kaffee, der geschmacklich anders ist, aber vor allem auch für Lungos extrem spannend ist, aber das wäre ein biodynamischer Kaffee. In Brasilien könnten wir aber mit dem Appas bleiben. Braucht ihr noch ein bisschen Erklärung? Den kennen viele von euch natürlich schon sehr gut. Wir haben den lange als Schulungskaffee verwendet in all unseren Kaffeeakademie-Kursen. Der hieß auch mal. Der hieß auch mal so, ganz genau. Dann nutzen wir ihn natürlich für die Tests aller Espressomaschinen. Das heißt, alle Mühlen wurden damit gemessen und kalibriert. Und dieser Kaffee ist, weißt du, was ich an dem Kaffee cool finde? Ich sage immer, der schmeckt 80% der Menschen. Ja. Weil er so ein breites Profil hat. Ja, und der ist auch ziemlich dehnbar in der Extraktion. Ne? Ja, und so sehr wir auch wissen, dass Brasilien nicht Brasilien ist, unterschiedlichste Regionen unterschiedlich schmecken, können wir doch sagen, dieser Kaffee geht in die Richtung, und das werden wir gleich geschmacklich auch nochmal genauer beschreiben, beim Appas. Genau, das Nussige im Enrique findet ihr hier noch mehr. Toca wiederum, das wäre ein Kaffee, wenn ihr sagt, hey, euch ist auch Impact wichtig. Und das ist wirklich ein Kaffee, der so ein Herzensprojekt von uns ist. Da sind wir seit mehreren Jahren mit Ensambles, unseren Partnern, im Süden von Veracruz in einer indigenen Community aktiv. Und zwar da, wo viele Käufer über die Jahre gekommen und gegangen sind. Und wir sind aber immer jedes Jahr da und kaufen Kaffee ein. Jedes Jahr ein bisschen mehr. Die Qualität wird immer besser und das ist ein langfristiges Projekt. Nächstes Jahr, da arbeiten wir zusammen mit Ihnen, werden die meisten Produzenten dann auch biozertifiziert sein. Also jetzt kommt die Zertifizierung hinzu, die Qualität wird immer jedes Jahr besser und das ist eine langfristige Geschichte. Wenn ihr also denkt, hey, euch ist das eben auch so wichtig wie uns, dann wäre wahrscheinlich der Toca so eine Alternative für euch. Ja, und interessant finde ich, dass der ja sensorisch, hast du schon gesagt, qualitätstechnisch sich extrem entwickelt hat. Ja. Und ich finde, einige Facetten von diesem Kaffee gehen jetzt auch in die Henrique-Richtung. Und deswegen fangen wir mal an mit dem ersten Espresso. Und dafür holen wir unseren Telefonjoker. Michel, machst du uns einen Espresso? Michel, mit welchem Rezept brühst du jetzt diesen Kaffee? Den Toca brühe ich noch nicht so lange mit dem Rezept. Das ist ein Getränkeverhältnis von 1 zu 2,6, also eigentlich relativ lang gezogen. Klassische Brühzeit irgendwo bei 5, 6, 27 Sekunden. Und das Schöne ist einfach, durch das, dass wir dem Kaffee so einfach mehr Platz in der Tasse geben, haben wir einfach ein unglaublich rundes, breites Ergebnis, ohne dass wir Körper verlieren. Es tut dem Kaffee wirklich gut. Habe ich spannenderweise in einem Kurs mit einem Teilnehmenden ausprobiert. Und dann ist das Rezept neu entstanden. Also du machst aber Espresso. Ja. In unserer eigenen Gastronomie machen wir den Kaffee als langen Kaffee, als Kaffee Natur oder Lungo, wie man sagen kann. Und da performt er ebenfalls sehr interessant. Also ihr könnt mit dem Kaffee extrem gut spielen. Wir haben den Kaffee jetzt im 5. Jahr und er hat Jahr für Jahr, von den ersten 2 Jahren, extrem große Fortschritte gemacht. Und jetzt ist er ein solider 84er Spezialitäten-Kaffee. Das hat auch damit zu tun, dass der Kaffee präzise gepflückt wird, dass es da in der Trocknung auch viel präziser gearbeitet wird und das schmeckt man sensorisch. Das ist übrigens interessant. Ich würde den Henrique auch so mit 84 Punkten scoren.
Also sehr ähnlich, 84, Aber 85. anderes Geschmacksbild. Ja? Ein bisschen anderes Geschmacksbild, ja. Wobei jetzt gerade, finde ich, der Körper sich sehr ähnelt. Also jetzt im 5. Jahr, ich fand in den vergangenen Jahren war der Körper noch nicht so gleichmäßig, weich. Und dieses Jahr haben wir vor allem einen riesen Körpermove gemacht bei diesem Kaffee. Körpermove. Ja, das liegt daran, dass wir jetzt alle Sport machen. Aber auch in der delikaten Säure. Also ich finde jetzt vor allem die Säure hier, die wirklich sehr fein ist und sehr unaufdringlich ist und sehr gut integriert. Das ist eigentlich mein Highlight in Kombination mit der Textur. Das jetzt wirklich, es waren 27 Sekunden, 1:2,6. Ich finde, der Kaffee ist bei uns eine mitteldunkle Röstung. Und das ist auch das, was gleich kommt. Das ist wirklich so dunkle, schokoladige Noten, ohne röstig zu sein, aber durch das auch eine gewisse Schwere. Und dann kommt diese Textur. Diese Weichheit, diese Cremigkeit, die legt sich dann so richtig schön auf die Zunge, bleibt auch sehr lange da. Also ich habe meine Tasse dem Michel gegeben, der hat sie jetzt schon ausgetrunken. Sorry. Ist immer noch da und das ist schön. Ne? Und gleichzeitig, was sich so zieht, ist für mich so eine Candice-artige, aber auch vielleicht ein bisschen dunkle, karamellartige Note, die sehr lange noch im Nachgeschmack bleibt. In der Vergangenheit war der Kaffee etwas zitrischer. Das hat sich etwas gelegt. Aber ich glaube, die Säure ist eigentlich gleich hoch, aber sie wird viel besser ausbalanciert durch eine sehr weiche Textur, die von einer höheren Süße kommt. Willst du noch ein bisschen? Nein, ich kann eigentlich nicht mehr viel ergänzen. Ich finde den einfach rund, lecker, perfekt integrierte Säure. Ich bin voll bei euch. Ich finde das einfach einen sensationellen Kaffee. Und für mich wirklich auch wenn es sensorisch andere Attribute sind wie Henrike, finde ich ihn trotzdem sehr nahe dran, weil er einfach diese Spitze nicht hat und einfach auch dieses Schokoladige, vielleicht ein bisschen weniger das Nussige mitbringt. Ich würde, glaube ich, sensorisch immer auf den Tocker gehen. Dann gehen wir jetzt weiter vom Tocker und zwar gehen wir nach Honduras in die Region Marcala und trinken den Kaffee von Flor und ihrer Familie. Die sind die Biopioniere aus der Region und eben auch die biodynamischen Pioniere. Und die machen einen sehr eigenen Kaffee, den wir auch lange als Kaffeecreme in der Gastronomie verwendet haben. Also, das ist ein sehr spannender Kaffee. Ich bin jetzt gespannt, was ihr sagt. Ist ein cooler Espresso. Ist ein richtig cooler Espresso. Und wisst ihr was? Der ist 21 Sekunden gelaufen. Und das ist wirklich, wir haben mit Flor ganz, ganz viel, auch in Kursen spannenderweise, wirklich viel experimentiert. Und ich finde einfach, das ist ein Kaffee, der in dieser theoretischen Unterextraktion sensorisch zu Hause ist. Vor allem, weil das ein Kaffee ist mit theoretisch sehr viel Säure. Also Kaffees aus der Region Marcala, die erkennt man oft, weil der Kaffee sehr viel Säure hat. Aber hier ist das völlig unaufdringlich, super gut integriert. Allgemein ein hellerer Charakter als der Tocker. Bleibt auf einer, ich finde, so zwetschgenartigen Ebene. Also gerade auch bei Saison ist aber wirklich so eine zwetschgenähnliche Säure und ziemlich leicht. Also ich finde den leichter als den Tocker. Willst du noch den letzten? Oder? Ja, wobei, also leichter schon, ein bisschen schon, aber auch da muss ich sagen, ich bin eigentlich positiv überrascht, wie dicht dennoch die Textur ist. Textur, also genau. Er ist sehr weich, Körper, aber weiche Textur. Ja, also und sehr angenehm. Und ich finde auch eben, ihr sagt es, kürzere Extraktion, eigentlich viele Säure aus der Region. Das war auch immer wieder etwas darüber, ist der ein oder andere gestolpert, auch wir in der Brühung, in der Arbeit mit dem Kaffee. Ich finde den jetzt so sehr balanciert. Ja. Kann man auch wirklich auch als French Press machen. Ich kenne viele Leute, die machen den als längere French Press, so ein einfacher Filterkaffee, extrem süffig. Oder eben dann als Lungo, als längeren Kaffee. Da, glaube ich, spürt man auch wieder die Balance, die wir hier haben. Ja, und wenn wir den jetzt als Lungo machen würden, dann würden wir 15, 16 Gramm hineindosieren in den Siebträger, bisschen gröberer Mahlgrad und dann so auf 90 bis 110 Milliliter vielleicht in der Tasse ziehen. Da kommt ihr auf ein schönes Brühverhältnis. Dann habt ihr immer noch Fülle. Also der Kaffee ist dann dicht und gleichzeitig kommt er in die Balance mit dem Wasser. Super cooler Kaffeecreme, hatten wir lange, war ganz erfolgreich in der Gastro auch bei uns. Das ist Flor. Und jetzt springen wir noch zu dem Allzeit-Klassiker, den Abbas. Den gibt es übrigens mittlerweile auch als Decaf. Also wenn ihr sagt, ihr wollt die Decaf-Variante. Aber wir gehen jetzt auf den Klassiker. So, wir sind in Brasilien, aber weil wir wissen, Brasilien ist riesig, ist das ein komplett anderer Kaffee. Henrique kommt ja aus Espírito Santo, aus dem Südosten. Und jetzt gehen wir aber in den Süden nach Minas Gerais. Ja, und das haben wir dieses Jahr auch gemacht, allerdings andersrum. Vielen Dank, Michel. Den kenne ich. Ach nee. Und wir müssen schon sagen, sensorisch ist der jetzt vor allem auch in dieser Variante, die wir jetzt ein paar Jahre haben, auch die Bio-Variante, ist ganz nah dran. Das hat ja nichts mit Bio zu tun, sondern das hat mit den Produzenten zu tun von Abbas, die auch Bio produzieren. Das sind
historischerweise bei Appas auch die schon länger Microlots machen. Also etwas präziser noch pflücken und ein Interesse dafür haben, wirklich so qualitativer zu arbeiten. Und das sind die gleichen Produzenten, die auch hier die Kirschen dazu beitragen. Ja, das war wirklich ein interessanter Schritt, als dann damals die Produzenten gesagt haben, wir wollen das machen für euch, auch diesen Bio-Kaffee. In dem Moment ist plötzlich die Qualität besser geworden, ne? Weil eben die damit viel Erfahrung haben, sich für das Projekt mit uns entschieden haben. Also viele, die mit Spezialitätenkaffee und anderen Qualitäten Erfahrung haben. Wie schmeckt der denn jetzt? Also ich finde wirklich in der Nase, ich finde auf diese gebrannten Mandeln, Haselnussige, dieses Milchschokoladige sehr, sehr vertraut. Und das ist aber unheimlich balanciert. Also der hat nicht nur dieses Nussige, sondern hat wirklich auch so eine leichte Säure, die das extrem gut balanciert. Ja. Und der Körper, wie sieht der aus, Mischa? Ich finde ihn so mittel, aber schön, also schön rund, weich. Ich finde ihn balanciert. Die Extraktion war jetzt mit 27 Sekunden so im Range, aber eher ein bisschen länger. Und dann hat er im Nachgeschmack so ein bisschen dieses kakaoig-schokoladige. Je länger das ihr ihn brüht, je mehr seid ihr so in dieser Kakao-Ebene, je kürzer mehr in der Haselnuss-Schokoladen-Ebene. Ja, und das wäre ja der Unterschied zum Enrique. Also hier sind wir viel mehr in der Nuss und beim Enrique viel mehr in der Schokolade. Ja, wobei das natürlich ein Spektrum ist, welches miteinander verbunden ist. Also beides ist da im tiefen Brown-Sugar-Bereich, beides ist dunkel, beides geht in eine ähnliche Richtung. Und beides lässt sich auch aus meiner Sicht vor allem mit viel Erfahrung unterscheiden. Es ist die gleiche Geschmacksfamilie, auch im Flavor Wheel findet ihr die direkt nebeneinander. Und so stehen auch die Kaffees nebeneinander. Und ihr habt jetzt hier einmal nebeneinander stehend 3 Kaffees gesehen, die aus unterschiedlichen Gründen ein guter Ersatz sein können für Henrique, solange der noch Schiff fährt. Also wenn ihr da Fragen habt, schreibt sie uns noch gerne in die Kommentare. Probiert euch vielleicht auch durch. Vielleicht haben auch Leute von euch schon den ein oder anderen Kaffee probiert. Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Das hilft natürlich immer allen anderen, den richtigen Kaffee jetzt für diese Zwischenzeit zu finden. Ich würde sagen, damit schließen wir. Wünschen euch eine gute Woche und viele gute Kaffees. Tschüss und bis bald.